Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nicht wundern, ist ein bisschen eine andere Optik hier. Bei mir wird momentan gerade so ein bisschen die Wand gestrichen und alles. Deswegen nicht wundern, wird die nächsten Tage vielleicht hier und da mal ein bisschen zu ein paar Setup-Veränderungen kommen. Aber ist ja nicht weiter wild für euch so, ne? Da auf jeden Fall nicht wundern. Ja, heute geht's ab auf W50. Ich habe ein bisschen was gemacht hier in meiner Festung. Ich habe, ja, wundert euch nicht, habe ein bisschen Verteidigung ausgebaut. Habe ich aber nur gemacht, weil ich die Schmiede haben wollte. Ich habe hier nämlich die Schützengilde und einmal den Magierturm, den musste man ja bauen. Und einmal Level 1 Befestigung, ist alles auf Level 1 hier, ne? Damit man die Schmiede bauen kann, denn ich brauchte stärkere Soldaten. Ja, denn ich habe jetzt nämlich auch einen festen Festungspartner und das ist hier der Ramster, ja, der mir auch gut Ressourcen gibt, auch von den Störartigen. Grüße gehen raus an der Stelle. Und, warte mal, den schreibe ich mal kurz. Jo. Ja. Und mit denen trade ich immer hier jetzt so ein bisschen die Soldaten hin und her. Einfach aus dem Grund, weil es ein bisschen mehr Soldat oder ein bisschen mehr Ressourcen gibt für das, was man bekommt, weil viele Leute hier haben, ja, zwar nichts ausgebaut, aber manche haben auch fett ihre, da geht es auch schon direkt los hier, fett ihre Mauer hochgezogen, unter anderem auch der Ramster hier, der hat die auf 29 und da brauchte ich ein paar starke, ein paar starke Soldaten dafür und der Ramster gibt mir hier so gute 8k pro Angriff, das ist auf jeden Fall deutlich mehr als der Durchschnitt. Und das war ein notwendiger Schritt, den ich machen musste, weil ein paar Leute, die ein bisschen weiter oben spielen, die haben auch ihre Festung tatsächlich relativ hochgeballert, oder besser gesagt ihre Verteidigung gut hochgeballert, sodass ich da mit meinen Stufe 1 Soldaten da gar nicht mehr durchkam, großartig so, ne? Ich hatte wenn man keine Festung und nichts baut, hier kein Magierturm und keine Schützengilde, dann kann man ja auch keine Schmiede haben. Ne? Und dementsprechend kann man seine Soldaten auch nicht leveln. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, da kommt man bei vielen Leuten nicht durch. Ich begegne hier vielen Leuten, zum Beispiel so wie Universe oder so, die haben ihre Verteidigung recht weit oben, geben mir aber unglaublich viel Ressourcen, komme ich aber nicht ran, weil meine Soldaten Stufe 1 sind. Gut, den nehmen wir mal zwischendurch mal mit hier, der ist natürlich auch lecker, ne? Ja, und deswegen, das ist ganz cool. Ich wollte eigentlich nie einen festen Partner haben, so großartig, ne? Aber da er sich ja so gut angeboten hat, auf jeden Fall, ne, hatte ich dann gesagt, machen wir. Und dann ist das, denke ich mal, auch eine ganz gute Partnerschaft hier, weil man ja auch gut Ressourcen gibt. Ich habe meine Festung dafür geskippt, die ist jetzt auf Stufe 16, Ritterhalle ist jetzt auch schon auf Stufe 16, ne? Dahingehend bin ich jetzt ein bisschen up to date auf jeden Fall. Und natürlich auch umso besser für die Gilde, aber ein bisschen schlechter für mich, weil, da wusste ich tatsächlich auch nicht, umso höher man die Festung hat, umso weniger Ressourcen bekommt man von Leuten, die jetzt irgendwie in der Festungsstufe unter einem stehen, hier so, ne? Und die Kämpfe hier durchrattern. Ja, deswegen, ist es zwar okay, dass ich das Ding auf 16 gezogen habe, hätte man aber auch noch auf 15 lassen können, ne? 15 ist ja die wichtigste Stufe, da man ja da die schwarzen Edelsteine findet und das ist auf jeden Fall aber erstmal ganz gut, weil bei der Festung, also bei der Mauer bin ich auch nie durchgekommen hier bei Mr. Grimm und der gibt mir halt auch sehr gute Ressourcen hier, die ich auf jeden Fall benötige, denn ich bin tatsächlich gar nicht so schlecht dabei, was die Aktivität angeht hier in der Festung. Ne, da bin ich Platz 216. Das ist ganz okay. Allerdings, ich mache ja auch immer meine aktiven Kämpfe, nur mache ich die halt random. So, ich mache meine Kämpfe halt random und habe halt keinen Partner. Und deswegen kommt es da halt dazu, dass ich halt viele Leute angreife, die keine guten bis fast gar keine Ressourcen geben, so, ne? Und das ist halt ein bisschen ärgerlich, deswegen war jetzt auf jeden Fall ein notwendiger Schritt gewesen, dass ich das Ding hier ausbaue, so, ne? Mit einer Befestigung
Stufe 1 Befestigung, da ist die Mauer ja hier im Kampf hier Stufe 10. Ne? Da reicht ein Soldat auch noch komplett aus. Ne? Ihr seht das hier, der hat hier auch Stufe 10er Mauer am Start. Da hatte ein Soldat von mir vorher auch schon ausgereicht. Ne? Allerdings, alle, die die Mauer schon höher haben, da brauche ich dann schon ein paar mehr Soldaten. Und da ist das Ganze dann natürlich dann schon ein bisschen aufwendiger dahingehend so. Ne? Ja, ansonsten können wir auch nochmal hier rauf schauen in die News. Ihr wisst ja bestimmt schon Bescheid. Das Wochenende ist wieder Tag des heißen Eisens und Epic Event ist am Start. Ne? Also da könnt ihr auf jeden Fall auch euch neu episch equippen, falls ihr das denn notwendig habt, sag ich mal. Ne? Ich persönlich habe es jetzt nicht so notwendig. Ich meine, ich finde zwar bessere Items als meine Legendaries jetzt schon so. Ne? Das ist zwar traurig, aber ist so. Allerdings geht es mir tatsächlich eher um die Schadensrune, weil ich ja hier im Arena Manager schon ein bisschen weitergekommen bin. Und ja, alles was über 30% ist, findet man runentechnisch nur auf epischen Waffen. Die normalen Waffen, Runen, gehen nur bis zu 30%, da sind die gekappt. Und ja, da ich da schon ein bisschen weiter bin als 30%, ich da schon ein bisschen mehr finde, ist es mehr oder weniger notwendig, dass ich da dann auch am Wochenende vielleicht mir noch den einen oder anderen Pilz aufhebe und für eine gute Rune noch auf der Waffe spare. Solange baue ich natürlich noch weiterhin meinen Arena Manager aus, dass der bis dahin dann auch besser läuft. Ne? Ich muss mal kurz nochmal hier mal kurz dem Festungspartner nochmal schreiben, hier, den guten Ramster. So, ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich nie eine Partnerschaft eingehen, weil mir ist das immer zu stressig gewesen, großartig. Und dahingehend wollte ich immer unabhängig bleiben, was das angeht. Allerdings, merke ich halt, wenn man unabhängig bleibt, macht man zwar Kämpfe noch und nöcher, aber kommt nicht wirklich voran, weil man halt kaum Ressourcen irgendwo bekommt. Ja, und deswegen ist das ziemlich schade auf jeden Fall. Und ja, so, der Ramster schickt mir jetzt nochmal ein paar Angriffe rüber hier, sehe ich gerade. Und dann mache ich die nochmal fertig. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich die speichern soll. Weil das ist immer so das Ding, man muss sich immer viel absprechen, so, ne, mit einem Festungspartner. Das ist so das, wo ich eigentlich nie so wirklich Bock drauf hatte. Aber ich merke halt so, ne, ich greife halt wirklich relativ häufig an, so in der Festung. Aber meine Ressourcen, die gehen halt ultra schnell, ja, alle so, ne. Und das ist halt schade. Ja, deswegen war es halt notwendig, dass wir das Ganze jetzt mal hier gemacht haben. So, Unterwelt, ja, sieht bei mir so aus. Habe hier jetzt mein Herz auf 14. Ich hatte das Tor noch auf 13 gezogen jetzt. Warte ich noch, bis ich genug Ressourcen habe, um den Seelenextraktor noch auf 14 zu ziehen. Und ich glaube, dann mache ich das Herz auch schon auf 15 und Gladi auf 15. Bin ich mir noch unsicher, aber ich glaube, das machen wir so. Ne? Und ja, dann ist das Ganze auch schon relativ gut ausgebaut. Dann ist mein Herz schon auf der Maximalstufe. Genauso wie mein Gladi, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ne? Und danach kommt dann der Rest. So, mein Dings müsste ich auch mal langsam hochziehen, mein Wächter. Der ist schon, also der ist schon auf einer guten Stufe. Aber es reicht noch nicht aus. Ich bin jetzt momentan halt stuck hier bei dem guten Kollegen. Der ist hier der Höchste, der so nackig rumläuft. Einen höheren haben wir bisher noch nicht gefunden. Und jetzt kommen halt nur Leute, die halt angezogen sind und dann halt dementsprechend deutlich stärker. Und dafür braucht man halt auch im Umkehrschluss einen stärkeren Wächter. Ne? Das heißt, umso höher man im Level ist, umso mehr Seelen bekommt man. Und deswegen, brauche ich da auch bald einen stärkeren Wächter, um mehr Seelen zu bekommen. Um dann halt auch irgendwann die Leute hier ganz oben anzugreifen. Hier Pikachu, der jetzt, glaube ich, mit am Level höchsten ist, ne? Aber den bekommt man halt mein Wächter eben noch nicht down. So, da braucht man irgendwie Wächterstufe, keine Ahnung, 600 oder irgendwas, so 550, 600, irgendwie so in dem Bereich. Ne? Und bis dahin, dauert das auch noch ein bisschen, aber bis dahin haben wir dann auch hier unser Herz dann maximiert, wie gesagt, das Wichtigste dann hochgezogen.
Jo, gut. Ansonsten war es das soweit für heute erstmal von dem Video. Ne, wollte ich euch auf jeden Fall nur mal zeigen, meine Fortschritte hier in der Festung. Ich habe jetzt meine Akademie am Laufen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich werde danach meine Kaserne hochballern. Ne? Um ein paar mehr Soldaten denn zu haben, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Die ist jetzt erst auf Stufe 9, da kann man noch ein bisschen höher gehen, das ist nicht verkehrt. Hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen, aber ja, ich meine, das ist ein Tag Ausbauzeit hier, das kann man auch schnell mal nochmal wegskippen hier. Gut, alles klar, das war's soweit von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.